Haben Sie schon gehört? Ja, Ansgar hat kein Hehl daraus gemacht. Wir können ihm nichts mehr nachweisen. Wir müssen uns irgendwas anderes ausdenken. Wir? Es gibt kein Wir mehr. Ist das bei Ihnen nicht angekommen? Was ist? Du hast mich an Streitmann verraten. Du hast alles kaputt gemacht. Warum? Die Mail ist nicht von mir. Die habe ich noch nie gesehen. Wie kommt sie dann in deinen Ordner? Keine Ahnung, die muss jemand anders geschrieben haben. An deinem Laptop wohl kaum. Was denkst du dir eigentlich? Lass mich auch noch in deine Mails gucken. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Mann, ich war's nicht, ich schwör's dir. Warum soll ich sowas tun? Damit ich Hannes Fall verliere und du freie Bahn bei mir hast? Lydia, warte! Tja. Lydia, du irrst dich, glaub mir doch. Lass mich in Ruhe. Erst, wenn wir miteinander geredet haben. Spar dir deine Lügen und lass mich gehen. Was ist denn passiert? Nichts, nur ein blödes Missverständnis. Lydia! Vertraust du mir so wenig? Lass sie in Ruhe. Wenn sie so ist, da kann man überhaupt nicht mit ihr reden. Sag mal, bist du eigentlich weitergekommen? Moment. Mit deinem Entwurf für diese Designerschule in Tokio. Mach dir mal keine Sorgen. Die Sache läuft. Warum ausgerechnet Tokio? Weil Tokio die geilste Stadt ist. Und abgefahren noch dazu. Und wie gesagt, was Design angeht, sind die Japaner ganz weit vorne mit dabei. Hast du da Chancen? 0. Ach, so viel immerhin. Auf einen Platz kommen 1000 Bewerber. Ja, aber so darfst du es nicht rechnen. Die Chancen stehen 50-50. Entweder sie nehmen dich oder sie nehmen dich nicht. Wow, krass. Deine Logik. Aber mit der Wohnungssuche in Tokio warte ich dann lieber noch. Hey. Warum kommst du nicht mit? Das würdest du wollen? Oh, sorry. Lass euch nicht stören. Wir beide in Tokio, das wäre doch super. Und so ein Kimono würde bestimmt ganz sexy an dir aussehen. Tanja, kannst du nicht einen Moment Ruhe geben? Natürlich hat die kleine Brandner die E-Mail gelesen. Und Sebastian? War dabei. Hat jetzt ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem, der Gute. Tja, das war's wohl mit der großen Liebe bei den beiden. Ach, das gönn ich den beiden. Vor allen Dingen der blöden Brandner. Hoffen wir mal, dass der nächste Jugendamtsbeauftragte kooperativer ist. Ja, wenn nicht, dann müssen wir da ein bisschen nachhelfen. Jedenfalls steigen damit die Chancen, dass ich Hannes bald wieder bekomme. Jeden Tag, den er mit Lesben leben muss, ist einer zu viel. Soweit ist es nur gekommen, weil du mir an die Kehle gegangen bist. Ja Gott, Tanja, du lebst ja noch. Also vierte Münch die Laune, sonst werde ich ungemütlich. Das werden Elisabeth und Carla auch noch merken. Was ist denn hier los? Warum wird denn hier gefeiert? Gibt's hier nichts zu arbeiten? Ach, das ist aber sehr schön, dass du kommst. Das erspart uns den Kurier. Kurier? Wieso? Was ist hier überhaupt los? Wir feiern den Abschied eines Mitarbeiters. Ach, schön. Und wer geht? Du, Ansgar. Ich hoffe, ich habe keine deiner Sachen übersehen. Netter Versuch. Schlechter Bluff. Die einstweilige Verfügung. Die Leitung der Holding wird dir mit sofortiger Wirkung entzogen. Tja, damit kann Johannes' letzter Wille doch noch erfüllt werden. Du weißt, Carla sollte die Führung der Firma übernehmen. Tja, Ansgar, dumm gelaufen, deine Testamentsfälschung, was? Da hast du doch reingeschrieben, dass Hannes Vormund die Geschäftsführung übernimmt. Und der bin ja inzwischen ich. Damit kommt ihr nicht durch.
Schon passiert? Und als neue Chefin der Holding darf ich dich bitten, dich in Zukunft von den Geschäftsräumen fernzuhalten. Danke. Das nehmt ihr sofort zurück. Sofort! Niemand wagt es, mich vor die Tür zu setzen! Ich weiß gar nicht, was du willst, Ansgar. Du hast dir doch selbst ins Knie geschossen. Ich rufe dich später an, ja? Okay. Oh oh. Bis dann. Hi. Sorry, dass du es so erfahren musstest. Ich hätte es dir lieber selbst gesagt. Jetzt weiß ich's ja. Ich freue mich für euch. Echt? Klar? Okay. Dann werde ich mal. Es haut ganz schön rein, so abserviert zu werden, was? Sag mal, wolltest du sie nicht ausbremsen und ihn dir selbst unter den Nagel reißen? Was ist schiefgelaufen? Geht dich das irgendwas an? Ich an deiner Stelle würde mir das nicht mehr gefallen lassen. Du solltest aufhören, ständig das Opfer zu sein. Einmal Loser, immer Loser. Wer sagt denn, dass ich mir das gefallen lasse? Dann fang doch endlich mal an, deine Krallen auszufahren. Bisher warst du viel zu gutmütig. Oder sollte ich sagen, doof? Hey, Hey Lisa, wie geht's? alles bestens. Sag mal, habe ich das eben richtig mitbekommen? Judith und Fabian sind jetzt zusammen? Ja, sieht fast so aus. Ach, die Ärmste. Wieso? Das weißt du nicht? Nee, erzähl. Was denn? Du gehst nicht zu Streitmann. Versprich mir das. Ich habe Streitmann gerade noch gesagt, dass an Ansgars Anschuldigungen nichts dran ist. Verstehst du? Ich habe ihm versprochen, dass wir nicht zusammen sind. Wenn du ihm jetzt was anderes erzählst, ist meine Glaubwürdigkeit völlig ruiniert. Super. Ich muss ins Büro. Das heißt, ich kann jetzt nur darauf hoffen, dass er den Fall entzieht, oder was? Hallo, Lydia Brandner hier. Nennen Sie bitte Namen und Telefonnummer, ich rufe zurück. Ist alles in Ordnung? Jetzt mach schon, du blödes Mistding. Ach nee. Ist es endlich soweit? Die Zeiten als großer Konzernstratege sind wohl vorbei. Die liebe Familie hat sie rausgeschmissen. Was die Liebe der Familie betrifft, da haben Sie ja Erfahrung. Wenn mein eigener Sohn mich hassen würde, dann Ich bin sicher 1-2 Jahre bei Ihrer Schwester und Ihr Sohn wird generell alle Männer hassen. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Gerne. Ich kümmere mich sowieso lieber um meine Geschäfte. Und da Ihre Familie ja keine mehr mit Ihnen machen will, springe ich für Sie ein. Sie haben doch nichts dagegen, oder? Seien Sie sich da mal nicht so sicher. Ich sage immer, besser zu früh gefreut als gar kein Spaß. Mist. Stimmt so. Dankeschön. Ja? Na, es ging aber schnell. Ich auch. Du musst auch arbeiten. Aber nur, wenn ich nicht störe. Okay, dann bis in einer Stunde. Geht mir genauso. Tschüss. Fabian,
Er ist so süß. Er sagt, er hält es kaum aus ohne mich. Darauf sollte man bei Typen nicht allzu viel geben. Das muss nicht unbedingt Liebe sein. Ich weiß. Aber bei Fabian ist es nicht das, was du denkst. Sicher? Glaubst du mir nicht? Doch, doch. Ich weiß nur nicht, ob Fabian der Richtige ist. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ey, jetzt komm schon. Du kannst hier nicht so nebulös rumtexten und dann einen auf Ich sag nichts machen. Okay. Ich finde, du hast ein Recht darauf zu erfahren, was dein Kerl sonst noch so alles treibt. Dass er ein ziemlicher Frauenaufreißer ist, hast du sicher schon gemerkt. Nicht mehr als andere. Vielleicht, aber Fabian hat noch eine Freundin in Flensburg. Tut mir leid. Aber es ist besser, wenn du das weißt. Danke. Du bist ja doch gar nicht so doof, wie ich dachte. Deshalb habe ich Elisabeth von Lahnstein gebeten, mich in Zukunft in der Geschäftsführung zu unterstützen. Vielen Dank dafür, Elisabeth. Und auch Nathalie von Lahnstein wird in ihren alten Job zurückkehren, als Leiterin der Übersetzungsabteilung. Ich finde, es kann dafür keine bessere geben. Und jetzt sollten wir uns alle ganz schnell wieder an die Arbeit machen. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Nicht nur für Sie, sondern für die ganze Firma. Ich bin sicher, dass die Holding unter Ihrer Leitung besser fahren wird als unter der Ihres Bruders. Was will der denn hier? Das würde mich auch interessieren. Dass es Sie freut, wenn mein Bruder sich von hier verabschieden muss, das kann ich mir vorstellen. Ich sehe darin allerdings keinen Grund zum Jubeln. Insofern sind Ihre Glückwünsche ziemlich unpassend. Der Meinung bin ich auch. Und ich dachte, ich hätte Ihnen deutlich genug klargemacht, dass wir an einem weiteren Kontakt mit Ihnen keinerlei Interesse haben. Das habe ich auch so verstanden. Ich sehe es trotzdem als meine Pflicht, Sie vor Ansgar und Tanja zu warnen. Ihr Bruder ist bei der Wahl seiner Methoden nicht besonders zimperlich. Um ihm beizukommen, brauchen Sie jemanden, der sich wie er die Hände schmutzig macht. Was ist los? Ich dachte, ihr hättet euch wieder vertragen. Ich meine, Lydia und du. Vertragen. Und wieder verkracht, aber diesmal richtig. Und warum? Nicht selbst. Was? Wieso? Ja, ich scheine schizophren zu sein. Ein Teil meiner Persönlichkeit liebt Lydia und der andere haut ihr so ein Ding rein. Was redest du denn da? Ja, Mann, ich war's nicht. Die Mail ist nicht von mir. Ich habe keine Ahnung, wer die geschrieben hat. Aber der Computer ist doch geschützt, oder? Ja, das macht das Ganze ja so unheimlich. Okay, dann lass uns doch einfach mal überlegen, wer könnte ein Interesse daran haben, dir so eine Mail unterzujubeln? Tanja natürlich. Aber die ist nicht mal in die Nähe von meinem Laptop gekommen. Was ist mit Ansgar? Ja, richtig. Darauf habt ihr gewartet, dass Carla sich meinen Sohn schnappt, richtig? Und an mein Vermögen rankommt. Aber dafür wird sie bluten und du auch, das schwöre ich dir. Natürlich. Wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ansgar war's. Aber wie hat er mein Passwort rausgekriegt? Keine Ahnung, aber es wird auf jeden Fall zu ihm passen, wenn er dich und Lydia auseinanderbringen will. Wegen Hannes. Es passt alles zusammen. Er hat die Mail an Streitmann geschickt. Dieses miese Schwein. Feuer kann man manchmal nur mit Gegenfeuer bekämpfen. Und als Brandstifter bin ich der Beste. Und das wissen Sie. Ja, das wissen wir. Und das wusste auch mein Vater. Glauben Sie ernsthaft, dass ich das so schnell vergesse? Wir werden das Ansehen von Johannes nicht auf diese Art und Weise beschmutzen lassen. Und wir werden uns nicht mit Verbrechern auf eine Stufe stellen, indem wir selber einen engagieren. Und jetzt entschuldigen Sie uns bitte. Sie wissen ja, wo es rausgeht. Ihre verdammte Arroganz wird Ihnen noch leid tun. Als Ansgar hier noch Chef war und Sie in Schwierigkeiten, da waren Sie sich für mein Angebot nicht zu fein. Ich glaube, Ihre Erinnerung ist ja nicht ganz objektiv. Aber das ist ja nicht das erste Mal, dass Ihr grenzenloser Egoismus Ihr Urteil trübt. Ach, ist das Egoismus, wenn ich den Bankrott meiner Firma persönlich nehme? Und Sie wissen genau, wer daran schuld ist. Ihr Bruder. Mit dem persönlichen Kleinkrieg zwischen Ihnen und meinem Bruder haben wir nicht das Geringste zu tun.
Von mir aus können Sie sich das Leben zur Hölle machen. Es interessiert mich nicht. Ja, ja, die Lahnsteins, die Nase immer weit oben. Aber irgendwann kommt auch für Sie der Tag, da liegen Sie im Dreck und brauchen Hilfe. Soll ich hier rausschmeißen? Ich hätte große Lust. Ich bin mir sicher, Herr Degenhardt weiß, wenn man sich besser zurückzieht, um sich weitere Blamagen zu ersparen. Oder? Lass dir den Champagner schmecken. Es wird der letzte in deinem Leben sein. Hallo, bin wieder da. Was schleppst du denn da alles an? Ich will zu Annes Geburtstag einen Obstkuchen backen. Ach so, hast du an seinen Geschenkgutschein gedacht? Aha. Tada. Ist Lydia schon da? Nein. Sebastian und sie haben sich wieder gestritten. Und ich war froh, dass sie sich endlich wieder versöhnt hatten. Was ist denn jetzt schon wieder? Sebastian wollte es mir nicht sagen. Lydia, mein Schatz, ist alles in Ordnung? Was ist denn passiert? Sebastian hat meinem Chef eine Mail geschrieben, dass wir zusammen sind. Dass er mich vom Fall Hannes von Anstetten abziehen soll. Was hat er? Spinnt er? Ja, warum denn? Er meint, dass ich meinen Job zu ernst nehme. Der unsere Beziehung nicht mehr geheim halten wollte, keine Ahnung. Was bringt ihn dazu, sowas zu tun, sagt ihr es mir. Ich habe gedacht, er liebt mich. Das tut er doch auch. Ganz bestimmt. Warum fällt er mir dann so in den Rücken? Ich weiß nicht, was deine Vorstellung von Liebe ist, aber meine ist das nicht. Na. Also deine Mutter kann da wirklich nichts dafür. Hm? Ich habe gedacht, ich hätte endlich einen Typen gefunden, dem ich vertrauen kann, aber das scheint irgendwie nicht möglich zu sein. Vielleicht bist du da ein bisschen zu voreilig. Ich habe vorhin Sebastian gesehen und der sieht mindestens genauso fertig aus wie du. Das ist ein schlechtes Gewissen. Natürlich nicht gedacht, dass er erwischt wird. Bist du denn sicher, dass er das war? Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Auf deiner, ist doch klar. Die Mail ist von seinem Computer losgeschickt worden. Wie soll sie da reingekommen sein, wenn nicht durch Sebastian? Hey Leute, alles klar? So, du kannst abziehen, ich übernehme. Oh, was siehst du denn für eine Trauermine? Sehnsucht? Hab ich irgendwas verpasst oder was? Fabian hat noch eine andere. Ah. Okay, und woher weißt du das? Was weißt du denn bitte über Fabians Liebesleben? Ja, in der Bar hört man so einiges. Ja, und das meiste ist kompletter Müll. Hey, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass er irgendwo rumpoppt. Der kriegt doch schon rosa Herzen auf den Augen, wenn er dich nur anguckt. Er hat immerhin auch schon mit Lisa geschlafen, obwohl er behauptet hat, dass er nichts für sie empfindet. Da kann es doch auch gut sein, dass da noch jemand ist. Los, jetzt mal Butter bei die Fische. Wer hat dir das erzählt? Ist doch egal. Nein, Judith ist aber nicht egal. Also, sollen wir raten? Es war Lisa. Aber ich muss dir versprechen, Judith nichts davon zu erzählen. Ja. Mann, Lisa, das erklärt doch wohl einiges. Die ist eifersüchtig. Die hat neulich schon mal so komische Lügen erzählt. Von wegen, sie sei so gut wie mit Fabian zusammen und so. Na also, und dein Fabi ist absolut unschuldig. Bist du jetzt beruhigt? Was gibt's? Woher hast du mein Passwort gewusst? Was denn für ein Passwort? Du weißt genau, was ich meine. Du hast die Mail an Lydias Chef geschrieben, damit er sie von Hannes abzieht, um unsere Beziehung zu zerstören. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wovon du redest. Aber wenn deine kleine süße Lydia Probleme mit ihrem Chef hat, soll es mir recht sein. Du wirst wohl kaum Mitleid von mir erwarten, nachdem sie mir meinen Sohn weggenommen hat. Also stimmt es. Ich wusste es. Glaub doch, was du willst. Hau doch ab! Unsere Liebe ist stärker als deine kleinen miesen Intrigen. Dieses verdammte Adelspack. Vor allem diese beiden blöden Weiber. Kitty! Wo ist meine Couch? Ja, die wurde vorhin abgeholt. Der Gerichtsvollzieher war wieder da. Ich konnte wirklich nichts dagegen machen. Besorgen Sie mal 2 Gläser. Heißt das,
Ihr Besuch bei den Landscheins war erfolgreich? Kitty, würde ich dann die Flasche mit Ihnen trinken? Ja. Diese arroganten Zicken. Die werden mich noch kennenlernen. Jetzt haben Sie gerade Oberwasser, aber es geht vorbei. Ich komme wieder hoch und dann mache ich euch platt. Von euch wird nichts übrig bleiben, gar nichts. Das schwöre ich euch. Wow, du bist schon fertig? Noch nicht ganz. Ich bin gerade in den letzten Zügen. Weißt du, das Modellbauen ist ja nicht so die Hauptsache. Die Arbeit hier, die ist viel wichtiger. Genug von mir geredet. Wie läuft's denn mit deinem Praktikum? Alles super. Bringt voll viel Spaß. Obwohl die Arbeit hier momentan noch nicht so gefragt ist. Mehr hier. Zeig mal. Wow, knallhart. Und wie sind so deine Kollegen? Die sind echt in Ordnung. Also, nur der Poliert ist die Pest. So ein Vollzeit-Macho, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Frauen auf dem Bau geht für den gar nicht. Wieso? Was macht der so? Ach, der nervt einfach. Hast du nicht mal mit Arne oder meinem Vater darüber gesprochen? Hallo? Was denkst du denn von mir? Mit denen werde ich schon alleine fertig. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jobmäßig brauche ich niemand, der mir hilft. Nur privat habe ich gern jemand, der mich ganz festhält. Meinst du so oder so? Was ist denn? Hab ich was falsch gemacht? Hey, Judith, sag doch. Fabian, ich möchte nicht, dass das mit uns so läuft wie mit dir und Lisa. Hallo. Kann ich mit Lydia sprechen? Ich glaube, das ist jetzt gar keine gute Idee. Nur kurz, ich muss dir was Wichtiges sagen. Was willst du? Kann ich reinkommen? Nein. Okay. Ich weiß jetzt, wer die Mail geschrieben hat. Ach ja? Ansgar. Ich weiß zwar nicht, wie er an mein Passwort gekommen ist, aber er war es garantiert. Es passt alles zusammen. Er wollte sich an dir dafür rächen, dass man ihm Hannes weggenommen hat. Er hat es auch schon mit dem Zeitungsartikel probiert. Er hatte 1000-mal mehr Gründe, dir die Mail zu schreiben als ich. Lydia, glaubst du mir? Warum sollte ich sowas tun? Ich lieb dich doch. To you.